Ihr fragt euch, was das Geheimnis der Pros ist und warum sie konstant so gut spielen? Es geht um etwas, was viel wichtiger als Aim und Movement ist. 99% von uns beherrschen es nicht richtig und es wird total unterschätzt. Es geht um etwas, das, wenn ihr es denn dann beherrscht, euch krasse Leistungssteigerung bescheren wird. In diesem Video erfahrt ihr, was es ist und wie ihr es verbessert. Viel Spaß! Und habt ihr es schon erraten? Vielleicht sagen euch ja folgende Schlagworte etwas. Map-Kenntnisse, Awareness, Informationsverarbeitung. Richtig, es geht darum, die richtigen Entscheidungen in den Situationen zu treffen. Es ist die Game Sense. Und wir machen es in diesem Video so, wie die guten Lehrer es in der Schule früher auch gemacht haben. Und zwar erkläre ich euch die verschiedenen Bestandteile der Game Sense anhand von Beispielen der Pros. Danach habt ihr verstanden, worum es wirklich in dem Spiel geht und wie ihr auch besser werden könnt, denn ich fasse es am Ende nicht nur zusammen, sondern ich gebe euch auch hilfreiche Tipps, damit ihr es in kurzer Zeit, denn wir alle arbeiten höchstwahrscheinlich ja 40 Stunden die Woche, trainieren könnt. Und am Ende gibt es noch einen Tipp, der ist der allerwichtigste, also bleibt unbedingt dran. Wie schon gerade erwähnt, geht jetzt im Folgenden anhand von Beispielen der Pros um Informationsverarbeitung, Positioning, Awareness, Map-Kenntnis und so weiter. Aber nochmal kurz zur Game Sense, zur richtigen Einordnung. Game Sense, Entscheidungen treffen, richtige Entscheidungen treffen in kurzer Zeit. Ich unterscheide da gerne zwischen Langzeit- und Kurzzeitentscheidungen. Kurzzeitentscheidung ist sehr schwer zu erlernen und auch nicht so einfach umzusetzen. Man braucht Erfahrung, wir sehen gleich warum. Langzeitentscheidungen hingegen sind so mehr die strategischen Entscheidungen wie frühzeitig rotieren, entsprechend positionieren in High und in Power Position. Wir werden auch gleich sehen warum, aber soweit zur Einordnung der Game Sense. So, ein Punkt der Game Sense ist ja die Informationsverarbeitung. Und wir fangen mit dem ersten Beispiel, in diesem Fall von Deki an. Wir sehen jetzt gleich eine Situation, in der er das wunderbar meistert. Und zwar jetzt. Wir schauen jetzt mal schon aufs Radar. Wir warten aber, bis Deki aufs Radar guckt. Jetzt. Er schaut jetzt hoch. Wir können das sehen an seinen Augen oben rechts, von ihm aus oben links. Er schaut jetzt aufs Radar. Was sieht er? Er sieht jetzt zwei rote Punkte mit einem Pfeil nach unten. Also müssen sie unterhalb von ihm sein. Er versteht auch sofort, nur durch einen Bruchteil einer Sekunde, wo hier was ist. Also dieses querstehende Haus ist das hier und dieses rechte Haus mit dem Drohnenauftrag ist das hier rechts. Das heißt, er macht sich jetzt auf den Weg auf den, ja, der hier außen ist. Wir spulen weiter vor. Schon wieder guckt er aufs Radar. Seht ihr, wie oft er aufs Radar guckt? Und was sieht er jetzt? Er sieht hier diesen Punkt nur noch ganz schwach. Und noch zwei weitere Punkte. Jetzt weiß er, es handelt sich um 3 Gegner, aber einer von den 3 hat sich von der Herde getrennt. Und Deki möchte ja immer ein 1 gegen 1 erspielen. So, was macht er jetzt? Er läuft den Äußeren hinterher, vermutet ihn hier jetzt, kann ihn hier nicht sehen. Hier ist er, kann ihn knocken und er hat eine Axt. Auch hier ist ihm bewusst, dass er die hat. Dazu gleich mehr. Finisht ihn. Was sehen wir jetzt? Er hat ihn gefinisht. Level 8. Er sieht, dass es Level 8 ist und immer bei Solo gegen Vierer, was er hier spielt, wenn ihr einen Gegner gefinisht habt, werden die restlichen Spieler des Teams auf dem Radar angezeigt. Deswegen schaut er jetzt wieder aufs Radar und seht, wo die restlichen sind. Für uns ist es jetzt etwas zu schwer zu erkennen, aber er weiß ja von vorhin, dass mindestens 2 sich hier noch in dem Haus befinden. Er weiß auch, dass die teilweise aufgrund der Geräuschkulisse gegenüber mit dem Haus kämpfen. Somit kann er ihm hier im Rücken fallen. Auch wie die Gegner sich verhalten, spielt hier eine Rolle. Zum Beispiel hier, er sieht ihn, lässt aber sofort von ihm ab. Der stand vorher, glaube ich, schon da oben. Wird er wahrscheinlich auch gewusst haben, aber er lässt einfach ab und denkt sich, komm, den lasse ich mal in Ruhe. Ich finde jetzt erstmal den Kollegen und dann baue ich neu auf, weil er sieht einfach allein schon durch das Level, was die Gegner haben und wie die sich verhalten. Das sind alles Informationen, wo er weiß, er kann die ganze Sache hier ein bisschen entspannter angehen, weil er weiß einfach schon nach dem ersten Kill, dass das ein relativ einfaches Ding wird. Jetzt wird er hier beschossen von dem anderen Team. Was macht er jetzt? Er zieht einen Stim, zieht sich zurück und jetzt kommen wir an den Punkt. Er hat einen Stim, was ich vorhin meinte. Er hat noch kein Loadie. Ihm ist aber trotzdem sehr gut bewusst, was er für eine taktische Ausrüstung bzw. Granaten primär und sekundär dabei hat. Stim und Axt. Beides hat er genutzt. Beides hat er in seinem Spiel mit eingebaut, um sich in gewissermaßen einen Vorteil zu verschaffen, beziehungsweise aus der Situation schnell rauszukommen. Also, wie gesagt, er hat noch kein Loadie. Wenn man Loadie hat, weiß man, dann habe ich Stim und Granate oder was auch immer ihr dabei habt. Ne? Aber am Anfang des Spiels sammelt ihr ja irgendwas auf, was ihr findet. Und die Informationen müsst ihr euch merken. Und das macht er hier. Und er wechselt hier zwischen schnell und langsam. Er steht jetzt hier. Das muss auch ein guter Spieler können. Und was macht er jetzt?
Er nimmt jetzt die taktische Ausrüstung mit. Er sieht die da, er steht ja eh da und es ist immer noch besser, etwas dabei zu haben, als gar nichts dabei zu haben. Weil vielleicht kann er daraus irgendwie sich später noch einen Vorteil verschaffen. Man kann es ja einfach mal mitnehmen, ja. Wir kommen zur nächsten sehr beeindruckenden Situation von Biffle. Er spielt hier mit seinen Kollegen, sie sind zu dritt spielen, aber gegen 4 auf Rebirth und jetzt passiert ganz viel. Four Guys right there wird ihm von seinem Mate angesagt. Das heißt, ihm ist jetzt bewusst, es wird wahrscheinlich ein 1 gegen 4. Und schaut euch an, was jetzt passiert. Einer pusht raus. Er kann ihn knocken. Er aimt sofort wieder hin, weil wahrscheinlich ein zweiter rauskommt. Das passiert auch. So, jetzt wartet er auf ihn. Ein nächster kommt raus. Auch ihn kann er knocken. Und gerade passiert in seinem Kopf wieder ganz viel. Außerdem sieht er jetzt ja auch dadurch, dass er den ersten gefinisht hat, wie viele tatsächlich noch da sind. Dass also wahrscheinlich jetzt oder sicher jetzt noch 3 da sind. Und davon hat er einen jetzt auch noch genockt. Und dass die anderen 2 immer noch da sind, obwohl die ja, wenn sie sich denn absprechen, gecallt haben müssen, hör mal zu, da ist nur einer, überlauft den einfach, ja. Wenn die alle gleichzeitig rauslaufen, hätte Biffle keine Chance. Machen die nicht, somit schlussfolgert Biffle, das sind Noobs aus seiner Sicht. So, und jetzt geht er entsprechend vor, immer noch klug. Er geht sogar jetzt close, während er nachlädt, ja. Das kann er nur machen, weil er sich so sicher ist aus den Informationen, die ich gerade erklärt habe. Sonst würde das keiner machen. Die sind ja da hinter der Mauer, aber sie pushen nicht raus. Und er spielt jetzt mit ihnen. Und er versteckt sich jetzt hier hinter der Tür und sieht, dass da ja diese Sichtgranate, ich weiß gerade den Namen nicht, explodiert oder kommt. Auch das weiß er, dass die ihm nur sehr wenig Schaden macht. Die Gegner ihn dadurch aber sehen, aber auch diese Granate wirft kein, ich sag mal, guter Spieler, höchst unwahrscheinlich, vielleicht hat er sie gerade zufällig gefunden, dann ja. So, er stellt sich jetzt hinter die Tür und hat jetzt den Überraschungseffekt nach dem Nachladen, indem er einfach durch die Tür pusht und kann dann einfach beide holen. Also ganz ehrlich, es ist beeindruckend, aber das ist genau diese Informationen, die er kriegt von seinem Mate, wie die Gegner sich verhalten, was er auf dem Radar sieht, was die Gegner ja machen, also Granaten werfen. All das spielt eine Rolle, warum so ein Spieler sich verhält, wie er sich eben verhält und warum er in der Lage ist, ja, die Situation so sauber und so gut auszuspielen. Die verschiedenen Punkte, die ich hier angehe, die spielen natürlich ineinander, ja. Ich habe das jetzt mal hier unter Awareness abgetan. Und zwar sehen wir hier im Folgenden jetzt auch wieder eine spannende Situation von Deki. Es wurde gerade angesagt, noch 3 gegnerische Teams wachsam bleiben. Und er hat ja sein Radar. Wir sehen, er hat ein Advanced UAV und sieht das ganze Team vor sich im Gebäude. Erstmal sieht er wieder auf dem Radar, was ihn jetzt hier erwartet. Das heißt, er ist hier jetzt erstmal vorsichtig, weil er keine Informationen hat, außer dass hier irgendwo 3 Leute sein müssen. Er weiß aber nicht, ob auf dem Dach oder nicht. Deswegen, er guckt jetzt hier erstmal und verhält sich ruhig. Also ich sage ja auch immer wieder, auch gute Spieler, die laufen nicht sinnlos rum und Slide-Canceln ohne Ende. Nein, die spielen mit Köpfchen. Und das ist, was er hier auch wieder zeigt. Er fragt sich jetzt, ob er auf dem Dach ist, aber da sieht er ihn und kann ihn jetzt sogar ziemlich einfach knocken. Jetzt würden ganz viele von uns hinterher pushen, um ihn zu finishen. Ist aber ja Quatsch, weil er wird seinen Mates sagen, hier ist einer. Die Mates wissen nur ungefähr die Richtung. Deswegen ist es genau richtig, sich jetzt nicht zu bewegen oder nicht groß zu bewegen. Trotzdem will er ihn finishen. Das macht er, weil er 2 Nades hat. Ich bin mir ziemlich sicher, und ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass Deki immer 2 Nades hat. Aber, ja, vielleicht doch. Auf jeden Fall hat er natürlich die entsprechende Awareness, also das Situationsbewusstsein. Er weiß, was er hat. Und jetzt nutzt er die beiden Nades, um halt eben ihn zu finishen. Aber er bewegt sich jetzt nicht groß. Er lässt ihn jetzt kommen, den nächsten, platziert sich währenddessen nochmal, slidet raus, kann ihn einfach holen. Hätte er sich jetzt groß bewegt, hätte er seine Position preisgegeben und es wäre für den anderen deutlich einfacher gewesen, ihn zu holen. Ja, das sind die Kleinigkeiten. Jetzt rennt er weg, es muss ja noch einer da sein. Den sieht er jetzt. Hätte er fast verkackt, nutzt wieder den Stim. Hat den Stim auch, er weiß, dass er 2 Stims hat und er weiß auch jetzt, dass er noch einen Stim hat. Und er hat jetzt einen super Headglitch, um, ja, die 2, die sich da offensichtlich jetzt noch befinden, zu beschießen. Er befindet sich am Rand von Prezi, auch das sieht er und er hat ein Dach über dem Kopf, sodass er sich da keine Sorgen machen muss. Nächste Situation von Equa, Solo gegen Squads wieder. Wir hören mal kurz rein. Er hat die ganze Zeit das Gefühl, dass noch einer bei ihm ist. Was er hier macht, ist, er cleart, ja, seinen Rücken sozusagen, weil er weiß, die Zone schließt sich
Und wenn die Zone sich liegt, möchte er natürlich nicht, dass ihm im Rücken geschossen wird. Außerdem geht er jetzt hin und nutzt sein Geld. Auch immer ein Tipp, den ich ja gebe. Er macht sich jetzt einen Airstrike, um die Gegner unter Druck zu setzen. Und er hat eine Drohne gekauft und gezogen. Er weiß, dass noch 2 gegnerische Teams leben. Und sein Ziel ist natürlich jetzt, da auch eine Third Party draus zu machen. Deswegen will er sicher gehen, wie vorhin erwähnt, dass keiner hinter ihm ist. Jetzt kann er einen holen. Er hält sich jetzt ruhig. Ist natürlich jetzt ein Stück weit bekannt. Wird jetzt also ein bisschen schwieriger. Auch hier könnte einer sein, aber er ist über ihm auf dem Radar. Jetzt rechts gefährlich. Oder auf dem Dach. Die sind aber scheinbar mit sich selber beschäftigt. Aber wir sehen, er macht hier auch ein sauberes Positioning. Er versucht, die Situation zu verstehen. Er weiß, dass 2 Leute leben. Nutzt die Informationen wie vom Radar, um halt seinen Spielplan zu generieren. Also er hat Informationen, versucht jetzt seinen Plan umzusetzen. Was ich ja immer sage, Informationen, Planung, Umsetzung. Hat hier jetzt erstmal einen guten Spot, hält sich bedeckt. Genau. Er wird die Gasmaske jetzt sogar nutzen, hat jetzt auch die nötige Geduld. Er will einfach, dass die sich gegenseitig bekämpfen und er am Ende dazu kommt. Zieht hier noch den Stim. Gut gemacht, aber wird geholt. Also, es war alles richtig gespielt von ihm. Entsprechend regt er sich hier auch auf. Ja, aber genau. Und das war exakt richtig gespielt. Jetzt haben wir die Informationsverarbeitung und die Awareness ein Stück weit abgehandelt. Jetzt möchte ich bei Deki von der Situation von eben anschließen, denn jetzt geht es nämlich ins Endgame. Und wir sehen, er hat eine Drohne dabei, er hat noch einen Stim. Er hat also zuvor auch gekauft. Die Drohne zieht er jetzt. Er weiß, es leben noch 2 gegnerische Teams, beziehungsweise 2 gegnerische Spieler. Eine 1 gegen 2 Situation. Einer ist hier, das kann ihr sehen. Er sieht jetzt auf dem Radar, wo der andere ist. Der ist nämlich ganz oben. Was macht er jetzt? Er spielt es ganz klug, zeigt sich hier nicht offensiv, nutzt den Clusterschlag, um den von oben runter zu locken. Ein bisschen gefährlich eigentlich, weil er hier links ja auch sein könnte, kann ihn knocken. Und jetzt ist es nur noch 1 gegen 1 Situation. Er weiß, wo er ist. Er hat alle Informationen, um das sauber ausspielen zu können. Wenn er oben keinen Self-Revive hat, ist es und bleibt es jetzt ein 1 gegen 1. Er geht hier nochmal zurück, um sich ein bisschen neu aufzubauen, um von außen zu kommen. Platziert sich währenddessen und hört die Steps. Kann ihn holen. Und dadurch, dass der oben noch genockt war, hatte offensichtlich kein Self-Revive, hat er die Runde geholt. Und anhand des Beispiels von Shifty ist übrigens der Teamkollege von Biffle, die haben ja zu dritt, also zusammen mit Hosidoka, die World Series of Warzone zuletzt gewonnen. Team Falcon, wie man hier auch sieht. Einfach mal zeigen, er spielt hier Casual 1 gegen 4. Was Map-Kenntnisse bedeutet. Map-Kenntnisse beherrschen die Jungs sehr gut und ist auch ein Grund, warum sie so gerne auf Control landen. Er wird hier besniped, man hört das, wird jetzt von links beschossen, geht hier in Deckung, bleibt auf der Ecke, platziert sich das. Er kann auf der Ecke dann immer gucken, kommt er rechts, kommt er links. Und wenn er kommt, kann er entweder nach links oder rechts abhauen. Auch so eine kleine Feinheit, die er hier mit einbaut. Er sieht den Gegner hier nicht von da, wo er beschossen hat. Er macht jetzt also den Rückschluss, und er hat auf dem Radar auch keine Info, zieht jetzt also den Rückschluss, dass der auf diesem anderen Dach sein muss. Wenn er jetzt hier links rauspusht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er direkt beschossen wird und vielleicht auch geholt wird. Was macht er? Er nutzt seine Map-Kenntnisse. Er weiß, dass man hier rechts vorbei kann und auch da hoch kann, wenn man möchte, um sich einen Vorteil zu verschaffen und ihn zu überraschen. Wie wir sehen, hat er nach da geguckt und hat mit ihm nicht gerechnet. Easy Kill für Shifty. Das sind die Kleinigkeiten. Ja, und auch die Map-Kenntnisse, die er sich hier zu Nutzen gemacht hat. Auch das Control, die verschiedenen Ebenen hat. Man kann runterspringen, abhauen, man kann Verwirrung stiften, wenn man denn alle Laufwege, alle Kletterwege kennt, alle Fenster kennt. Es ist einfach der Grund, warum man als guter Spieler, hier auch wieder, ne, dieses Pieken, er plattiert sich, immer wenn er nichts tut, also nichts schießt und Informationen braucht, stellt er sich an Ecken, in Fensterrahmen, piekt links und platziert sich währenddessen. Er nutzt die Zeit, um Informationen zu gewinnen und sich zu regenerieren, also im Sinne von plattieren. Ein kleines Beispiel von Shifty zum Thema Timing bzw. Kurzzeitentscheidung in der Situation richtig treffen. Das hängt hier in dem Fall so ein bisschen zusammen. Wir sehen hier jetzt hier oben, geht jetzt hier runter, hört Steps unter sich. Zone kommt. Springt runter, schießt auf ihn, kann ihn aber nicht treffen. Das einzig Richtige, was er jetzt macht, ist, er hat die Deckung von dem Schild, Kampf abbrechen und er hat den Stim. Er weiß, wie lange er jetzt nach da braucht. Er weiß also von seinem Timing-Gefühl, dass er da auch hinkommen wird, zusammen mit dem Stim. Er hat sogar 2 Stims und die auch beide genutzt.
kann sich jetzt plattieren, ja, und hat einfach die richtige Kurzzeitentscheidung getroffen, den Kampf abgebrochen. Er hatte die Awareness, das Bewusstsein, dass er 2 Stims hat die beiden Stims genutzt, um mit dem Wissen des Timings, dass er es schaffen kann, mit den 2 Stims aus der Situation herauszukommen. Viele kleine Dinge in ganz kurzer Zeit, sehr entscheidend. Auch die Risiken schätzt ein guter Spieler ständig ein. Wer wird hier beschossen, zieht sich hier zurück, plattiert sich, weiß, dass er eine Mine hat, wirft die, weil er weiß, sie könnten da kommen. Nutzt hier die Munitionskiste, weiß, dass sie da ist, wirft noch eine Mine, dadurch, dass er jetzt wieder neue hat. Ja, kann sich jetzt erstmal wieder neu ordnen. Sieht den Gegner rechts, macht einen Dropshot, kann ihn holen. Er weiß, dass da einer ist. Und jetzt kommt das Risiko gleich, was ich meine. Er schätzt jetzt das Risiko gleich ein, ihn zu pushen oder nicht. Aus dem Verhalten des Gegners weiß er vielleicht schon, dass es nicht der beste Spieler ist. Kann ja gute Shots setzen. Jetzt ist die Frage, er wurde ganz gut getroffen. Der Gegner ist in einem sehr starken Headglitch. Er muss eigentlich nur jetzt sich wieder zeigen, wenn er jetzt pusht und hätte Deki ganz gut, ja, dann erwischt. Aber er schätzt das Risiko ein. Er weiß aus dem Verhalten des Spielers, wie gut, beziehungsweise in dem Falle eher schlecht er ist und weiß, ich kann trotz meiner 2 fehlenden Platten ihn jetzt pushen. Und kann ihn holen. Aber ihr seht, er hat noch eingesteckt. Aber das Risiko hat er eingeschätzt, abgewägt, aus den Informationen, die er hatte, gehandelt. Ja, und ist wieder sauber ausgespielt. Jetzt am Ende möchte ich euch nochmal das Wichtigste mit an die Hand geben. Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal zu verstehen, worum es in dem Spiel wirklich geht. Und dazu könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich erkläre euch es regelmäßig. Dann kommt der erste Tipp, der wertvoll ist für euch. Nehmt euer eigenes Gameplay auf. Schaut es euch im Nachgang hin und wieder mal an und vollzieht nach, was ihr falsch gemacht habt. Und somit könnt ihr dann auch eure Schwächen identifizieren in der Thema Game Sense, Movement oder Aim und dann konkrete realistische Ziele setzen, also für euch realistische Ziele setzen, ganz wichtig. Sonst hat man keine Erfolgserlebnisse und ist frustriert. Und ein weiterer Tipp ist, wenn ihr nicht so viel Zeit habt oder viel unterwegs seid, dann könnt ihr den Pros oder fortgeschrittenen Spielern zugucken und die gleiche Analyse an denen vornehmen, die ihr auch an euch selbst vornimmt. Das wird euch auch enorm weiterbringen, um jetzt endlich selbst besser zu werden. Und das Allerwichtigste ist natürlich, das habe ich ja am Anfang versprochen, habt Spaß an dem Spiel, nehmt es nicht zu ernst, versucht, ja, den Spaß beizubehalten, mit euren Freunden Spaß zu haben und es nicht zu ernst zu nehmen, nicht, dass noch Stress entsteht. Ja, ansonsten ein kleiner Tipp noch, auf jeden Fall ganz wichtig, das muss ich auch noch selber verbessern, immer aufs Radar schauen und immer ein Bewusstsein haben, was habe ich eigentlich für taktische Ausrüstung dabei und diese dann auch zu nutzen. Wenn ich was vergessen habe bezüglich Game Sense, was ihr unbedingt loswerden wollt, schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen und wenn ihr noch weitere wertvolle Tipps für Warzone oder Call of Duty braucht, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.